Als Amazon-Vendor besteht euer großes Interesse daran, nie zu wenig, aber auch nie zu viel Lagerbestand bei Amazon zu halten. Denn das führt entweder zu dem Risiko eines Out-of-Stock-Zustandes oder führt dazu, dass Amazon überschüssige Ware an euch zurücksendet. Deshalb geht es beim Vendor-Lagerbestandsmanagement immer um folgende zentrale Fragen. Bei welchen Produkten besteht oder droht eine Out-of-Stock-Situation? Bei welchen Produkten liegt zu viel auf dem Lager? Und welche Produkte bestellt Amazon nicht mehr? Und bei der Beantwortung genau dieser Fragen können wir euch helfen. Deshalb zeige ich euch jetzt in diesem Video, wie euch Amalytics dabei hilft, mehr Planungssicherheit zu gewinnen, Überbestände zu vermeiden und wie ihr die Verfügbarkeit eurer Produkte sichern könnt. Let's go! Hier befinden wir uns nun in unserem Tool und zwar im Bereich Vendor Lagerbestand. Wie kommt ihr dahin? Und zwar indem ihr hier links in der Übersicht bei Verfügbarkeit auf Vendor Lagerbestand klickt. Hier seht ihr nun alle eure Produkte in eurem Lagerbestand. Und hier habt ihr zunächst die Möglichkeit, hier oben rechts eure Produkte zu filtern, zum Beispiel nach dem Marktplatz, Produkttitel, nach der ASIN, EAN-Nummer, Kategorie und zum Beispiel auch nach dem Replenishment Code. Ihr habt auch die Möglichkeit, nach Tags zu filtern. Tags sind sogenannte Labels hier in Amalytics, mit denen ihr individuell eure Produkte markieren könnt. Und damit könnt ihr zum Beispiel eure Produkte auch im Lagerbestand zu Produktgruppen zusammenfassen. Und wenn das für euch spannend klingt und ihr mal sehen möchtet, wie ihr damit noch besser eure Produkte hier in Amalytics überwachen könnt, dann haben wir hier ein Video für euch erstellt, wo das gezeigt wird. Das verlinke ich euch hier oben. Schaut euch das auf jeden Fall auch an. Dann geht es weiter und zwar hier zu den Spalten. Da könnt ihr jetzt einmal sehen, welche Bereiche bzw. welche Kennzahlen ihr auswählen könnt. Und so könnt ihr auch die Tabelle hier vom Lagerbestand ganz individuell nach euren Wünschen gestalten. Dann geht es weiter und zwar fangen wir mal an mit der ersten Spalte hier links. Und zwar der Markt. Hier seht ihr den jeweiligen Marktplatz, auf dem das Produkt dann verkauft wird. Und die Besonderheit hier in Amalytics im Vergleich zum Vendor Central ist, dass wir hier die Produkte Marktplatz bzw. länderübergreifend darstellen. Dann geht es weiter hier zum Produkttitel, den seht ihr hier und dann seht ihr hier auch die ASIN. Wenn ihr hier übrigens auf dieses Symbol klickt, dann gelangt ihr direkt zu dem Produkt auf dem Amazon Marketplace, also zum Produktlisting. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit hier oben rechts die erweiterte Sicht anzuklicken. Und da seht ihr dann nicht nur ein Produktbild zu dem jeweiligen Produkt, sondern ihr seht auch den Markennamen, die EAN-Nummer und auch die SKU. Wenn ihr hier übrigens auf den Produkttitel klicken würdet, dann würdet ihr zu der Produktdetailseite kommen. Die befindet sich hier bei Produkte und dann bei Vendor-Produkte. Und da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, nochmal weitere Kennzahlen einzusehen, eure Produkte nochmal gesamtheitlicher zu analysieren. Da habt ihr zum Beispiel auch eine Buybox-Überwachung. Dort könnt ihr auch die Verkäuferpreise eurer Wettbewerber im Zeitverlauf einsehen und analysieren. Also wenn das spannend für euch klingt, dann schaut euch auf jeden Fall da auch dieses Video hier oben an. Da haben wir euch auch den ganzen Bereich Vendor-Produkte gezeigt. Kommen wir nun zur ersten Kennzahl und zwar hier könnt ihr jetzt zu jedem Produkt den Absatz der letzten 28 Tage einsehen. Und was bringt euch das? Damit könnt ihr natürlich die Popularität und die Nachfrage eures Produktes besser einschätzen und in Verbindung hier mit eurem aktuellen Lagerbestand zum Produkt könnt ihr sogar die Reichweite eures Lagerbestands einschätzen, beziehungsweise machen wir das und stellen das euch zur Verfügung. Und zwar seht ihr das hier in dieser nächsten Spalte, Reichweite in Tagen. Wie berechnen wir das? Und zwar, wir nehmen den Absatz der letzten 28 Tage, teilen diesen durch die 28 Tage, dann bekommen wir den durchschnittlichen Verkaufswert pro Tag und dann nehmen wir den verkaufbaren Lagerbestand, den Wert hier und teilen diesen eben durch den durchschnittlichen Verkaufswert pro Tag und dann bekommt ihr heraus, wie viele Tage, in diesem Fall hier 23, reicht euer Lagerbestand jetzt noch, wenn ihr genauso wie in den letzten 28 Tagen verkauft. Und das führt zu folgendem Mehrwert. Also was bringt euch das jetzt hier? Und zwar könnt ihr jetzt somit natürlich besser abschätzen, wie lange reicht euer Bestand noch? Habt ihr zu viel oder zu wenig auf dem Lager bei Amazon? Und könnt dann gegebenenfalls beispielsweise auch mal eine Bestellung, die von Amazon an euch gestellt wird, auch mal ablehnen, um Überbestände zu vermeiden. Gehen wir weiter und zwar zum nächsten Bereich, nämlich dem Replenishment Code. Und der Replenishment Code, der spiegelt euch wider, ob Amazon plant, ein Produkt nachzubestellen oder eben nicht. Und da unterscheidet man zwischen folgenden Szenarien. Und zwar gibt es einmal hier beispielsweise OB, steht für obsolet. Das heißt, das gilt für Produkte, die Amazon nicht mehr plant nachzubestellen. Dann PR für Planned Replenish. Das sind Produkte, die eben geplant sind nachzubestellen bei euch. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch NP, das heißt New Product. Das sind eben Produkte, die neu gelistet worden sind auf dem Marketplace.
um hier mal nur diese 3 Beispiele zu nennen. Und was bringt euch das hier jetzt zu sehen oder einzusehen? Und zwar, hier könnt ihr jetzt eben erfahren, wie das Bestellverhalten von Amazon ist in Bezug auf eure Produkte. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, dass wie hier in diesem Beispiel ein Produkt als obsolet bewertet oder definiert wird seitens Amazon, ihr aber dieses Produkt weiterhin auf Amazon verkaufen möchtet als Vendor, dann könnt ihr hier jetzt zum Beispiel intervenieren. Kommen wir nun zur nächsten Kennzahl, nämlich der Verkaufsrate oder auch Durchverkaufsrate genannt. Und die Durchverkaufsrate, die spiegelt euch wider, wie erfolgreich und effektiv euer Lagerbestand von Amazon umgeschlagen wird oder bei Amazon umgeschlagen wird. Und die Durchverkaufsrate, die berechnet sich wie folgt. Und zwar wird die Gesamtzahl aller Einheiten, die an Endkunden verkauft worden sind, genommen. Davon werden die retournierten Einheiten abgezogen und dieser Betrag wird ins Verhältnis gesetzt zu den aktuell vorrätigen Einheiten zuzüglich der Einheiten, die noch ins Lager eingegangen sind zum gleichen Zeitraum. Grundsätzlich kann man sagen, eine höhere Durchverkaufsrate ist besser, also je höher, desto besser. Das müsst aber natürlich ihr auch individuell mit euren strategischen Zielen abgleichen, aber tendenziell je höher, desto besser. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, dass eine Durchverkaufsrate geringer wird oder eine geringe Durchverkaufsrate habt, dann könnt ihr eben zum Beispiel mehr in Marketing- oder Verkaufsförderungsmaßnahmen investieren, um mehr Produkte abzuverkaufen und damit eben auch den Lagerbestand zu reduzieren und schlussendlich eine höhere Verkaufsrate zu erzielen. Dann geht es weiter und zwar kommen wir hier zu 4 weiteren Kennzahlen und zwar einmal den verkaufbaren Bestand in Einheiten und einmal im Lagerbestandswert, dargestellt in Euro und einmal den unverkäuflichen oder unverkaufbaren Bestand auch einmal hier in Einheiten und in Euro dargestellt. Das heißt, hier stellt euch einfach Amazon dar, welchen Bestand Amazon als verkaufsfähig definiert, also dass der Zustand oder die Qualität der Produkte eben verkaufsfähig sind und demgegenüber den unverkäuflichen Bestand, also das sind eben Produkte, die Amazon als nicht ausreichend von der Qualität oder vom Zustand definiert hat, sollte natürlich nach einer Möglichkeit geringer sein. Was bringen euch diese 4 Kennzahlen? Was hat es für einen Mehrwert? Dadurch könnt ihr die Qualität eures Lagerbestands hier besser einschätzen. Kommen wir nun zu 4 weiteren wichtigen Kennzahlen für euch, nämlich Überbestände und Lagerbestand, der schon länger als 90 Tage auf dem Lager liegt. Das heißt, hier seht ihr einmal die Überbestände in Einheiten und einmal nochmal im Lagerbestandswert in Euro. Und diese Kennzahl ist deshalb so wichtig und solltet ihr im Auge behalten, denn wenn Amazon hier euch signalisiert, hey, das sind Waren, die als zu viel definiert wurden und als Überbestände gelten, dann könnte es euch drohen, dass Amazon diese Ware an euch zurücksendet und ihr dementsprechend einen Negativumsatz einfahrt. Also dementsprechend das im Auge behalten, genauso auch wie hier die 90 Tage. Also das heißt, dort wird euch angezeigt, welcher Lagerbestand liegt schon länger als 90 Tage auf dem Lager. Einmal hier auch in Einheiten und einmal auch hier im Lagerbestandswert. Und auch hier solltet ihr dann schauen, wenn es dort Einheiten gibt, dass ihr die dann nach Möglichkeit eben abverkauft bekommt, denn sonst könnte eben Amazon euch diese Ware zurücksenden und ihr könntet einen Negativumsatz einfahren. Also das hier im Auge behalten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Warenumschlagsbeschleunigung ergreifen. Übrigens mal nur kurz ein allgemeiner Hinweis. Und zwar, ihr seht hier ja immer, dass hier Kosten stehen. Und das ist eben aus Sicht von Amazon hier abgeleitet. Also das heißt, Amazon kauft bei euch Ware ein, deshalb entstehen für Amazon Kosten. Das heißt, für euch, ihr müsst da nur umdenken, ist das natürlich Umsatz. Dann gehen wir hier weiter nach rechts. Und zwar kommen wir hier zu einer weiteren Kennzahl, die lautet nicht erfüllte Bestelleinheiten. Also ganz einfach, das sind Bestellungen, die Amazon an euch gestellt hat, die ihr aber bislang noch nicht erfüllt habt. Daraus könnt ihr eben ableiten, wie lieferbereit oder wie lieferfähig seid ihr eigentlich im Moment. Des Weiteren kommen wir zum Nettoempfang. Auch hier wieder in Einheiten und einmal in Euros als Lagerbestandswert. Und der Nettoempfang, der wird folgendermaßen berechnet. Und zwar, man nimmt alle Einheiten, die in den letzten 28 Tagen bei Amazon eingegangen sind, also das heißt, die ihr als Vendor dorthin gesendet habt, und zieht davon alle Einheiten der letzten 28 Tage ab, die Amazon an euch als Vendor zurückgesendet hat. Und das ist der Nettoempfang, auch als Sell-in bezeichnet. Und so habt ihr wirklich einen Überblick über die letzten 28 Tage, was euer effektiver Lagerbestand und effektiver Lagerbestandswert ist. Dann geht die Reise weiter und zwar zu den offenen POS, Purchase Orders. Und zwar hier handelt es sich jetzt aber um die Einheiten, also nicht um die Bestelleinheiten, also Bestellungen an sich, sondern um die einzelnen Einheiten, die eben auch noch offen sind und die ihr noch nicht erfüllt habt als Vendor gegenüber Amazon. Dann haben wir zu guter Letzt hier noch 2 wirklich wichtige Kennzahlen, nämlich einmal die Out-of-Stock-Rate. Und die Out-of-Stock-Rate, die gibt euch wieder, wie oft ein Produkt auf Amazon zwar bestellbar war,
aber schlussendlich nicht lieferfähig war oder nicht verfügbar war im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Seitenaufrufen eures Produktes. Also auf gut Deutsch gesagt, ein Kunde wollte euer Produkt bestellen, aber es war nicht lieferfähig oder nicht verfügbar. Und das ist natürlich nicht gut, denn das bedeutet direkt gesagt entgangener Umsatz. Heißt sozusagen, je niedriger die Out-of-Stock-Rate, desto besser, weil je weiter ihr die Out-of-Stock-Rate reduziert, desto höher steigt euer Umsatz. Last but not least kommen wir jetzt noch zu Rate bestätigter Einheiten, auch Vendor Confirmation Rate genannt. Und die Vendor Confirmation Rate, die wird berechnet, indem man die bestätigten Einheiten, also die von euch als Vendor bestätigten Einheiten, ins Verhältnis setzt von den Amazon bestellten Einheiten. Also das heißt, bestätigte Einheiten geteilt durch bestellte Einheiten ist die Vendor Confirmation Rate. Und das bedeutet, sollte möglichst nah bei 100% sein, grundsätzlich. Warum? Weil alles, was unter 100% sich befindet, sind für euch entgangene Umsätze. Weil Amazon wollte bei euch mehr bestellen, aber ihr konntet weniger bestätigen. Also Beispiel, Amazon bestellt bei euch 100 Einheiten, ihr bestätigt diese 100 Einheiten, Vendor Confirmation Rate 100%. Amazon bestellt 100 Einheiten bei euch, ihr könnt aber nur 70 bestätigen, also beträgt die Vendor Confirmation Rate 70% und ihr habt eben entgangene Umsätze. Andersrum betrachtet könnte es natürlich strategisch Sinn machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet Überbestände vermeiden und deshalb lehnt ihr auch mal eine Bestellung ab oder nehmt nicht die komplette Bestellung von Amazon an. Das müsst ihr natürlich für euch dann individuell definieren. Übrigens noch ein weiterer Tipp und zwar, ich habe jetzt immer wieder auch von Bestellungen gesprochen und zwar haben wir hier auch in Amalytics ein Feature namens Vendor-Bestellungen. Da könnt ihr auch eure Bestellungen hier in Amalytics überwachen. Und zwar das findet ihr hier bei Performance und dann hier bei Vendor-Bestellungen. Und wie das genau funktioniert und wie euch das dabei hilft, eure Bestellungen noch effektiver überwachen zu können. Dazu haben wir auch ein Video erstellt, das verlinke ich euch hier oben. So, dann haben wir noch zwei weitere Funktionen, die ich euch noch vorstellen möchte. Und zwar seht ihr hier unten rechts den Call to Action, Download Excel-Liste. Heißt, ihr könnt euch von der gesamten Tabelle hier auch eine Excel-Liste herunterladen. Abschließend noch eine weitere Funktion und zwar haben wir hier unsere sogenannten Berichte, die findet ihr hier links. Das heißt, ihr könnt euch zu jedem Feature, was wir hier in Amalytics haben, auch einen Bericht herunterladen und das geht, indem ihr hier links auf Berichte klickt, dann kommt ihr hier in diese Übersicht und hier hatte ich jetzt schon mal voreingestellt Vendor, ihr könnt aber auch mal dieses X wegklicken, da seht ihr jetzt alle Berichte zu den Features, die wir euch hier eben anbieten. Jetzt aber, da es um Vendor-Lagerbestand geht, klicke ich hier auf Vendor, seht ihr alle Berichte, die für euch als Vendor relevant sind und schauen wir mal, hier findet ihr den Vendor-Lagerbestand und hier wird der Verlauf des Vendor-Lagerbestandes über die Zeit dargestellt und dann könnt ihr den hier herunterladen. Ja, das war's mit unserem Video zu unserem Feature Vendor Lagerbestand und wir hoffen, wir konnten euch damit einen Einblick geben, wie ihr mit Hilfe von diesem Feature mehr Planungssicherheit gewinnt, Überbestände vermeidet und wie ihr die Verfügbarkeit eurer Produkte sicherstellen könnt. Und wenn ihr euch weiterhin für unser Tool interessiert, dann schaut doch mal auf unserer Webseite amalytics.com vorbei oder schaut euch weitere Videos auf unserem YouTube-Kanal an. Und wenn ihr euch selbst mal einen Einblick in unser Tool verschaffen möchtet, dann bieten wir euch eine 14-tägige kostenlose Testphase an. In dieser Testphase bekommt ihr unseren Customer Support, ihr bekommt individuelle Live-Demos von unseren Key Account Managern. Also wenn das spannend für euch klingt, dann schaut doch mal hier in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu der Registrierungsseite zu unserer 14-tägigen kostenlosen Testphase. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Tool. Euer Christoph.